Leute und viele Grüße hier aus dem winterlichen Norddeutschland. Ich mache gerade zum Ausgleich eine kleine Winterwanderung und Glühweinpause, denn normalerweise verbringe ich gerade viel Zeit vor dem Computer und schneide das Video, was ihr gerade seht. Im vergangenen Herbst war ich noch mal für 2 Wochen unterwegs, und zwar ging es durch das Elsass und die Vogesen südwärts Richtung Dijon und Lyon, und in Lyon hatte ich dann eine Woche Französischunterricht, bevor es dann wieder nach Hause geht. Ja, kommt gerne mit, in diesem Video geht es durch das Elsass. Morgens erst einmal durch den Wald zu fahren, hat seinen Charme. Aber wie zur Mahnung, wie schnell so eine Tour schon auf den ersten Kilometern enden kann, erscheint rechts ein Reh am Straßenrand. Auf den langweiligen Autobahnkilometern bis zur französischen Grenze hatte ich zumindest morgens diesen schönen Sonnenaufgang, um mich auf die Tour einzustimmen. Das Elsass ist eine Region ganz im Osten Frankreichs. Sie grenzt im Süden an die Schweiz und im Osten an Deutschland. Der Rhein bildet hier die Grenze. Das heutige Elsass hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 190 Kilometern und misst von West nach Ost etwa 50 Kilometer. Die Vogesen als französisches Mittelgebirge liegen zum Großteil im Elsass und prägen die Region landschaftlich stark. Diese Tour ist rund 700 Kilometer lang. Übernachtet habe ich in Straßburg und in Colmar. Bei Weißenburg ging es für mich erstmal über die deutsch-französische Grenze. Nach den vielen Autobahnkilometern konnte ich dann endlich ins Elsass eintauchen. Durch die nördlichen Vogesen fuhr ich dann bis nach Straßburg. In Straßburg habe ich mir natürlich die Altstadt samt dem eindrucksvollen Straßburger Münster angeschaut. Auch dem Europaparlament habe ich bei der Gelegenheit einen Besuch abgestattet. Na, dann wollen wir mal. Nach 7 Stunden habe ich die deutsch-französische Grenze überquert und jetzt in Wissembourg, einer der 100 schönsten Orte in Frankreich. Die kleine Stadt mit ihren 7.500 Einwohnern wirkt sehr entspannt. Das Städtchen ist nördlichster Ausgangspunkt der romanischen Straße, die im Elsass durch Orte mit Baudenkmälern der Romanik führt. Mit kleinen, aber feinen Perlen wie der Gasse Le Schlupf darf man diese Stadt nicht links liegen lassen. Ich genieße hier eine längere Kaffeepause mit Spaziergang. Hinter Weißenburg tauche ich ein in die Wälder der nördlichen Vogesen. Klarer Sonnenschein begleitet mich, während die Tiger und ich auf den ersten Kurven nach hunderten Kilometern die Monotonie der Autobahnanreise abschütteln. Auch wenn die nördlichen Vogesen in Frankreich zu den Vogesen gezählt werden, zählen sie wohl geologisch betrachtet eher zum Pfälzerwald und dem grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Vogesen du Nord. Für mich ist es an diesem Tag allerdings einerlei, denn ich freue mich einfach über die leeren Straßen, die Fachwerkhäuschen in den Ortschaften sowie die leuchtenden Geranien in den prall gefüllten Blumenkästen der Ortschaften. Nach einem ruhigen Abendprogramm bin ich gespannt, was Straßburg für mich bereithält.
Bonjour aus Straßburg vom Place Kléber. Heute gibt es eine kleine Stadtbesichtigung. Die alles überragende Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Straßburger Münster. Auf Französisch heißt sie Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Sie zählt zu den bedeutendsten Kathedralen der europäischen Architekturgeschichte und zudem zu den größten Sandsteinbauten der Welt. Monumente der Detailverliebtheit wie beispielsweise die Fensterrose über dem Hauptportal mit ihrem Durchmesser von über 13 Metern, der Engelssäule und der astronomischen Uhr direkt nebendran beeindrucken Millionen Besucher jährlich. Die 1439 fertiggestellte Kathedrale im überwiegend gotischen Stil war mit seinen 142 Meter hohen Nordturm mindestens von 1647 bis 1874 das höchste Gebäude der Welt und ist zudem das höchste von der Menschheit errichtete Bauwerk im Mittelalter. Von der Aussichtsterrasse hat man auch einen tollen Blick auf den Palais Rohan. Dieses Meisterwerk des Barocks beherbergt heute mehrere Museen. Wer auch schon meine anderen Videos kennt, ahnt es vielleicht. An dem Tag, an dem ich dort war, hatte es leider geschlossen. Aber die Altstadt von Straßburg als UNESCO-Weltkulturerbe hat auch so genügend zu bieten. Einer der beliebtesten Hotspots hier ist sicher das Viertel Petite France, also Klein-Frankreich. Das mit Kanälen durchzogene Viertel hat noch viele gut erhaltene Fachwerkhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Flammkuchen mit Münsterkäse und ein Glas Weißwein. Viel mehr Elsass geht nicht. Über die Brücke Pont Couvert geht es wieder in die Stadt. Ich war auch noch im EU-Parlament in Straßburg, aber ich konnte euch hier leider keine Bilder mitbringen. Den Abend habe ich dann wieder gemütlich in der Stadt ausklingen lassen. Der zweite Fahrtag führt mich von Straßburg bis nach Colmar. Zunächst geht es über die Weinstraße, die Route de Vin südwärts. In den Vogesen lege ich dann einen Stopp an der Hochkönigsburg ein. Anschließend führt es mich in etwas höhere Lagen und auf den Beginn der Vogesen-Kammstraße, der Route de Crête, bis zum Col de la Schlucht. Auf Empfehlung aus euren Reihen geht es dann noch auf einen Abstecher an den Lac Blanc. Danach geht es über die letzten Kurven des Tages nach Colmar. Die Stadt ist ebenfalls ein wahrer Augenschmaus, den ich dann noch zu Fuß erkunden möchte. Ein kurzes Stück Schnellstraße, bevor man im ländlichen Idyll des Elsass landet. Weinberge und malerische Ortschaften mit viel Fachwerk liegen am Wege.
Das Elsass ist eben auch eine bezaubernde Weinregion und berühmt für ihre hügeligen Landschaften und erstklassigen Weine. Dank eines einzigartigen Mikroklimas, gekennzeichnet durch warme Tage und kühle Nächte, gedeihen hier Trauben, die für ihren charakteristischen Geschmack bekannt sind. Besonders bekannt sind die elsässischen Weißweine, darunter Riesling, Gewürztraminer und Pinot Gris. Der Riesling bekannt für seine knackige Säure und tiefgründige Mineralität. Dies sind nur einige Beispiele der vielfältigen Weinsorten, die diese Region zu bieten hat. Die Straßen des Elsass schlängeln sich durch traditionelle Dörfer und vorbei an historischen Weinbergen, die einen tiefen Einblick in die jahrhundertealte Weinbautradition gewähren. Diese malerischen Routen sind eben nicht nur ein Paradies für Weinliebhaber, sondern auch für uns Motorradfahrer, die die Schönheit dieser Landschaft auf zwei Rädern erleben möchten. Ich bin jetzt Ende September unterwegs und die Sonne strahlt zum Glück noch mit viel Kraft, steht aber auch schon wieder tiefer und blendet daher gelegentlich. Im Herbst haben aber auch so manche Kastanien ihre Früchte auf die Straße fallen lassen, für die man einen Blick haben sollte. Ich schaue mir jetzt die Hochkönigsburg an, mit einer halben Million Besuchern pro Jahr, einer der Besuchermagneten hier im Elsass und in Frankreich überhaupt. Die Hochkönigsburg thront majestätisch auf einem hohen Bergkamm und bietet einen atemberaubenden Blick über das Rheintal, die Elsässische Ebene und bei klarem Wetter sogar bis zum Schwarzwald. Dieser strategische Standort hat seit Jahrhunderten dazu beigetragen, dass die Burg eine bedeutende Rolle in der regionalen Geschichte spielte. Ursprünglich im 12. Jahrhundert erbaut, wurde sie im Laufe der Zeit mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Ihre heutige Form erhielt die Burg Anfang des 20. Jahrhunderts unter der Ägide Kaiser Wilhelm II., der sie, wie er es sah, als Symbol der deutschen Macht und des Wiedererstarkens im Elsass wieder aufbauen ließ. Die Architektur der Burg spiegelt eine Mischung aus mittelalterlichen Strukturen und moderneren Elementen der damaligen Zeit wider, was sie zu einem einzigartigen Denkmal macht. Die Hochkönigsburg ist nicht nur ein Zeugnis der wechselvollen deutsch-französischen Geschichte, sondern bietet auch Einblicke in das Leben mehrerer Epochen. Würde es das Elsass nicht schon geben, man müsste es erfinden. Eingebettet im Herzen Europas ist es bekannt für seine bewegte Vergangenheit. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte das Elsass mehrfach zwischen deutscher und französischer Herrschaft, was zu einer einzigartigen Verschmelzung der Kulturen geführt hat.
Für uns Deutsche ist das Elsass nicht nur ein geografischer Nachbar, sondern auch ein kultureller Brückenschlag, der auch unsere gemeinsame und leider oft blutige Geschichte widerspiegelt. Die elsässische Kultur ist ein Kaleidoskop aus deutschen und französischen Einflüssen. Hier findet man charmante Fachwerkhäuser neben moderner französischer Architektur. Die elsässische Küche um Brezel, Sauerkraut, Gugelhupf, Flammkuchen, Wein und viel mehr kommt einem oft merkwürdig vertraut und doch irgendwie anders vor. Auf 1139 Metern Höhe bin ich jetzt. Ich bin auf dem Pass Col de la Schlucht und ja, mache eine kleine Pause. Auf meinem Weg bergab nach Colmar mache ich dann noch einen schönen Umweg. Für einen letzten Stopp heute, bevor es zu meiner Unterkunft nach Colmar geht, bin ich am Lac Blanc. Für die letzten Kilometer dieses Tages haben die Straßenbauer nochmal feinstes Asphaltband in die Landschaft drapiert. Die drittgrößte Stadt im Elsass wirkt wie aus einem Bilderbuch. Architektur aus über 6 Jahrhunderten kann hier bestaunt werden und egal ob in der Altstadt oder in dem Viertel Petit Venice, also Klein Venedig, man weiß eigentlich nie, wohin man zuerst schauen soll. So schön es dort ist, man teilt sich die Stadt dann eben auch mit unzähligen anderen Besuchern. Am Abend stärke ich mich dann noch mit dem elsässischen Sauerkraut-Klassiker Choucroute garnie, was so viel heißt wie garniertes Sauerkraut. Am nächsten Tag geht es etwa 230 Kilometer von Colmar nach Villers-Sexcelles,
was dann auch schon nicht mehr im Elsass liegt. Zunächst fahre ich noch einmal hinauf auf den Col de la Schlucht. Ab hier bin ich wieder auf der Route de Crête, deren Verlauf ich die meiste Zeit an diesem Tag folgen werde. Dabei werde ich heute zwar viele wunderschöne Straßen für die Linse bekommen, aber außer dem Col de Grand Ballon halten sich die Stopps bzw. Sehenswürdigkeiten in Grenzen. Heute geht es weiter von Colmar nach Villers-sur-Glâne über die Route de Crête. Mal schauen, was mich heute erwartet. Die ersten Kilometer des Tages führen mich noch einmal über die D417, aber diesmal bergauf zum Col de la Schlucht und ab dort bin ich dann wieder auf der Route de Crête. Nach wenigen Kilometern verlasse ich kurz die Route de Crête, um mir kleinere, kurvigere Straßen anzuschauen. Route Américaine und Rue de Bromont sind hier die passenden Stichwörter. Aber schaut gerne auf meiner Homepage vorbei, da findet ihr wie immer die GPX-Daten zum kostenlosen Download. Das Wetter meint es gut mit mir und verwöhnt mich nicht nur mit warmer Herbstsonne, sondern auch mit kilometerweiten Ausblicken. Die Route Crête, auf Deutsch auch Vogesen-Kammstraße, schlängelt sich entlang der Gipfel der Vogesen. Der höchste Gipfel hier ist mit 1424 Metern der Grand Ballon. Knapp 100 Meter tiefer, also auf 1325 Metern, verläuft die zugehörige Passstraße. Kaffeepause am Grand Ballon.
Grand Ballon hat übrigens nichts mit einem Ballon zu tun. Auf Deutsch heißt der Berg Großer Belchen. Im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und Schweiz gibt es insgesamt 5 Gipfel, die Belchen im Namen tragen. Eine Theorie dahinter? Der Name wurde vom keltischen Sonnengott Belenus abgeleitet und die Berge fungierten in vorchristlicher Zeit als gigantischer Sonnenkalender. Vom Ballon d'Alsace aus gesehen kann man zum Beispiel am 1. Mai die Sonne genau über dem Grand Ballon aufgehen sehen. Ursprünglich im Ersten Weltkrieg als militärische Versorgungsroute angelegt, hat sich die Route Crête zu einer der beliebtesten Straßen für Motorradfahrer und Naturliebhaber entwickelt. Sie erstreckt sich über rund 77 Kilometer und verläuft vom Col du Bonhomme im Norden bis nach Cerny im Süden. Bei gutem Wetter hat man an vielen Stellen eine kilometerweite Aussicht. Immer wieder taucht man aber auf den geschwungenen Straßen auch in das satte Grün der allgegenwärtigen Wälder und Wiesen ein, die diese Region auszeichnen. Elsass und die Vogesen bieten deutlich mehr, als ich in diesen wenigen Tagen auf der Durchreise angemessen würdigen kann. Ein Wiedersehen ist da schon vorprogrammiert, denn in jedem Fall hat die Zeit gereicht, um mich für diese Region zu begeistern. Fast schon etwas wehmütig genieße ich die letzten Rundungen der Vogesen. Die nächsten Kilometer zu meiner Zwischenstation in Villers-Sexel sind wenig spektakulär. Meine Tour durch das Elsass und die Vogesen ist hiermit zu Ende. Im nächsten Video nehme ich euch mit nach Dijon und Lyon, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut.